Moin Leif Lü und willkommen zurück zu einem anderen Video. Wie ich im Ziff-Video gestern schon gesagt habe, verspätet sich der Ziff-Patch etwas, aber da ich ja trotzdem gerne über Patches rede, reden wir über, ich glaube, den besten Patch seit langem. Es war, glaube ich, 2018, dass Paradox das letzte Mal einen guten Patch oder einen wirklich spielentscheidenden Patch rausgebracht hat. Damals für Stellaris, den 2.2 Patch, wo sie quasi alles geändert haben. Die Leute, die Stellaris spielen, seitdem mögen sich vielleicht noch erinnern. Da haben sie das ganze Pop-System umgestellt und so. Dann hatte aber das war ein völlig neues Spiel, das war der Wahnsinn. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe das Gefühl, Patch 1.9 und Charters of Commerce könnte genau das für Victoria 3 sein. Ich bin total begeistert. Ich habe gestern kurz angespielt, um ein bisschen zu sehen, wie sehen die UIs aus, etc. Es ist ein Traum. Wir reden kurz über die Patch Notes, über das, was wichtig ist, dann springen wir kurz ins Spiel. Ich zeige euch ein bisschen, was gemeint ist, oder wir springen ein bisschen hin und her. Ich denke, Samstag werden wir dann mal eine Partie Victoria 3 starten. Ich weiß noch nicht genau als was. Ostfriesland gibt es ja leider nicht. Wir sind hier nicht bei EU4. Schauen wir mal. Ja, wir kommen jetzt erstmal zu den Patch Notes hier. Eins der größten Dinger überhaupt. Es gibt Company Charters. Das ist eigentlich darum geht's. Wir können Kompanien gründen. Das konnte man vorher schon. Die haben jetzt völlig verrückte Möglichkeiten, Fähigkeiten, würde ich sagen. Man kann ihnen verschiedene Charters gewähren. Das heißt, Investment-Charts. Damit können sie in verschiedenen Ländern regionale Headquarters bauen, Industriecharter. Man kann, also die Charters haben, die Kompanien haben bestimmte Ressourcen. Meinetwegen nehmen wir eine Möbelkompanie, die österreichische Möbelkompanie, ich komme gerade nicht auf den Namen. Und die kann dann halt, hat dann halt Möbel als Industrietyp und man kann ihnen mit den Industriechartern weitere Sachen hinzufügen, zum Beispiel Holz, was ja doch ganz praktisch wäre. Man kann ihnen Monopole gewähren, sodass alle, in dem Beispiel jetzt alle Möbelfabriken gehören oder werden dann von nach und nach von der Kompanie aufgekauft, sodass die Kompanie immer produktiver wird und immer vermögender und dieses Geld wird dann in Teilen in den Investmentfonds gespült, sodass Privatinvestoren mehr kaufen können, mehr bauen können. Und was ich erst im Nachhinein verstanden habe, mich ein bisschen damit beschäftigt habe, man kann damit, ich sag jetzt mal, endlich richtige Handelskriege heraufbeschwören oder Wirtschaftskriege, weil dadurch, dass ich regionale Headquarters bauen kann, kann ich zum Beispiel, und da kommen wir gleich noch zu, mit anderen Ländern sagen, hier, meine Kompanie kriegt das Monopol auf Möbel bei euch. Mein Land, meine Kompanie alle Möbelfabriken in Frankreich. Und wenn Frankreich gegen mich Krieg macht, verlieren sie sozusagen den Handel mit mir, also auch die günstigeren Möbel etc. Das kann dann Länder ziemlich in den Ruin treiben. Das könnte spannend werden. Ich weiß nicht genau, wie sich das alles dann am Ende im Spiel auswirkt, aber es klingt auf dem Papier gut. Wir können außerdem, ich weiß gerade nicht, ob ich es übersehen habe, doch genau, die Colonization Charter. Das heißt, wir können unserer Kompanie auch Kolonisierungsrechte geben, sodass die ein eigenes Land werden. Auch völlig absurd. Es gibt jetzt Prestigewaren, das heißt, wir verkaufen nicht nur Möbel, sondern was weiß ich, Edelmöbel, also nicht, also Edelmöbel gab es vorher schon, das sind die Luxusmöbel, aber halt aufgewertete normale Möbel, die bringen dann extra Prestige und je nach Ware noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel, ich glaube, es gibt Kruppstahl und die haben besondere Kanonen und wenn man die benutzt, dann hat man eine bessere Offensive im Militär. Völlig verrückt. Ja, wie gesagt, Country Monopolies, wir können in andere Länder hinein. Es gibt jetzt ein Treaty-System, es ist nicht mehr, ich mache einen Handelsvertrag, so, jetzt haben zwei Länder einen Handelsvertrag, es gibt jetzt eine Treaty-Liste, ist völlig absurd, das muss man sehen, darüber zu reden reicht einfach nicht. Es gibt historische Kompanien neue, es gibt ein neues Powerblock-Prinzip, das Kompanien besser macht, auch sehr stark. Es gibt neue
Charaktere. Albert Einstein wurde, glaube ich, hinzugefügt zum Beispiel. DSC-Coin, weiß jetzt gerade nicht genau, was damit gemeint ist, aber ist ja auch egal. Es gibt Achievements neue. Sollen wir darüber sprechen? Wir machen es einfach. Yes, we have bananas, mit denen wir produzieren bessere Bananen mit der United Fruit Company und müssen einen 25% Share of Total Goods im World Market haben. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt verschiedene Market Layers. Der Weltmarkt wurde in dem Patch hinzugefügt. Machen hier nochmal weiter. Fordlandia have an Automotive Company, auch ein neuer Industriezweig. Die Automotive Company muss ein Land werden, über die Kolonie, über die ich gerade gesprochen habe, und Top 10 GDP haben. Automotive Company, um kurz darüber zu sprechen, ist jetzt ein neuer Industriezweig, der die ehemaligen Kriegsmaschinenkompanie ersetzt. Jetzt bauen die in vorderst Autos und haben dann als nächste Möglichkeit Panzer oder Flugzeuge zu bauen. Früher gab es halt Autos in den Motorenwerken und dann gab es Kriegsindustrie für Panzer- oder Flugzeugbau. Die Kriegskompanie wurde halt nie groß genutzt, weil man halt nur so, keine Ahnung, 100 Panzer braucht oder so. Das heißt, die waren halt immer relativ unwirtschaftlich. Das wollen sie jetzt mit Autos koppeln, soll dann wohl besser sein. Japan Socialist als Konzilrepublik brauchen wir 100 Einheiten von Champagner. Regional HQ mit 20 Level haben. Das System Buller, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, Gottbuller, irgendwas. Das ist ja heutzutage in Schweden noch so ein Monopol auf Schnaps. Das ist ja in Schweden auch so. Jeden hochprozentigen Schnaps kann man dann nur in bestimmten Läden kaufen. Das waren die 5 mit dem DLC, die 5 DLCs. Dann kommen noch Achievements, dann kommen noch 5 Achievements mit dem 1.9er Update. Fully Blockade World Market Hub. Mit der Schweiz mehr als 10% GDP durch Money Transfer bekommen. Also quasi so eine Art War Reparations. Kommen wir gleich nochmal zu. Über 1 Million Casualties. Über 10 oder mehr Artikel in einem Vertrag. Mit Venedig die meisten Trade Center in der Welt haben. Okay, das ist auch ein interessantes Achievement. Venedig macht noch nicht so viel Spaß zu spielen meiner Meinung nach, aber egal. Ja, wir kommen zu weiteren Features, die durch Patch und DLC kommen. Ich glaube, die sind jetzt alle durch den Patch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das Trade-System ist völlig neu. Gucken wir uns gleich an. Ja, neue Free Achievements. Ja, das ist jetzt hier alles. British East India, Hudson Bay Company und Russian American Alaska sind jetzt Kompanien und nicht mehr einzelne Länder. Also das sind Länder, die sozusagen von jetzt Kompanien dargestellt werden. Es gibt jetzt die Blockade für Admiräle, dass sie Länder blockieren können, um den Weltmarkthandel für dieses Land kaputt zu machen. Total interessant. Die War Machine Industry, habe ich gerade gesagt, wurde zur Automotive Industry. Kompanien können jetzt auch Gebäude kaufen, die vom Finanzdistrikt oder von Manor Houses kontrolliert werden. Die können halt alles dann kaufen. Es gibt eine neue Ideologie. Railways, also Züge brauchen jetzt oder interessieren sich jetzt für fehlende Infrastruktur und nicht mehr für den Marktaccess wie vorher. Das heißt, wenn in einem Land, was weiß ich, zu wenig Infrastruktur ist, dann werden Railways gebaut und nicht mehr, wenn Transport fehlt. Was eine sehr gute Verbesserung ist. Ja, Infamy-Cost wurde erhöht für verschiedene Dinge. Italien wurde ein bisschen abgeändert. Oil, Rubber, Gold Rush Events kann man jetzt mit einem Klick alle das dann erscheinende und die noch kommenden kann man alle mit einem Ereignis sozusagen, und es steht hier unten, hier wollen Sie das für folgende Ereignisse übernehmen. Ja, dann kann man sagen, okay, du musst jetzt nicht jedes Mal, wenn das auftaucht, einzeln sagen, ich möchte nicht eben Migration Attraction oder mehr Throughput-Bonus oder wie auch immer. Alaska ist eine Releasable Nation und so weiter. AI-Änderung, Balance-Änderung, so viel Balance-Änderungen. Das Art-Team
gelobt sei das A-Team, das Spiel sieht so gut aus. Es wurde auch eine neue Karte hinzugefügt, die ein bisschen altertümlich aussieht. Mega cool. Audiobesserungen auch mal gut. Neuer Content. Also neue Journal-Einträge. Ada Lovelace sehe ich gerade, wurde hinzugefügt. Kann man sie bei Civ und hier spielen. Wie schön. Wenn Sibirien unabhängig ist und Cybernetic State Government hat, heißt es jetzt Siberia. Danke für diese Änderung. Sehr gut. Wie gesagt, UI-Interface-Änderung, ganz, ganz viel Performance. Modding, die legen jetzt einen größeren Wert auf Modding, da haben sie auch viel geändert, Bugfixes und so weiter und so fort. Liebe Freunde, wir starten jetzt, würde ich sagen. Wir sind im Spiel. Wir sind Österreich, weil ich darüber gesprochen habe. Ich habe hier schon ein bisschen was gemacht. Ich habe hier ein bisschen was gebaut, etc. Warum habe ich das getan? Damit wir die Gebrüder Tonnert bauen können. Das ist eine Kompanie, die, wie ich angesprochen habe, Möbel baut. Die hat die prestigeware Bentwood-Möbel. Und dann gründen wir die jetzt so. Wir müssen noch eine zweite gründen, da können wir uns auch gleich mal einen überlegen. Hier. So, wir gehen aber erstmal zu den Gebrüdern Tonnert. So, und hier sind die verschiedenen Rechte, die wir denen geben können. Handelsrecht, das heißt, sie können Handelszentren errichten. Investitionsrechte, die können regionale HQs, also Headquarter, bauen. Das gibt dann zusätzliche Investitionsrechte, es gibt Dividende, die an den Staat abgeführt werden. Mit der regionalen HQ meinetwegen, wir versuchen das gleich mal hier in Sizilien, deswegen sage ich es, wenn sie jetzt hier in Sizilien sind, dann können sie oder bauen sie mit dem Geld von Sizilien, nicht mehr mit unserem Investmentpool. Industrierechte, ich sprach drüber, wir können ihnen den Holzfäller noch als zusätzliche Industrie geben, das heißt, sie sind Holzfäller und sie können Handelszentren bauen und sie können Möbel, haben keine, das kostet, also man hat, ich glaube, 5 oder 6 von diesen Charter-Dingern frei und dann kostet jedes einzelne 100, wie heißt das Zeug hier nochmal? Autorität. Und wir gehen zurück in die Kompanie. Monopolrechte auf Holzfällerlager, Handelszentren. Lassen wir jetzt mal. Und wir sehen, der Wohlstand ist hier noch nicht perfekt. Aber der wird jetzt langsam. Kommt jetzt peu à peu hier. Machen wir dasselbe. Ihr habt das Handelsrecht. Ihr habt Investitionsrecht. Ihr könnt Baumwollplantagen noch nehmen. Ja, das reicht, glaube ich. Und ihr kriegt Monopol auf Tuchfabriken und auf Baumwollplantagen. So, das sind die Kompanien. Was haben wir hier noch? Wir haben das Handelszentrum als eigenständiges Gebäude, was man jetzt bauen kann. Das Handelszentrum hat eine Handelskapazität und mit dieser Handelskapazität wird auf dem Markt gehandelt. Hier sehen wir die Exporte. Hier werden Möbel exportiert. Das sind die Länder, nach denen hin exportiert wird. Also Spanien, also einen ganzen Haufen Länder. Dann spielt noch der Relativvorteil scheinbar spielt hier eine Rolle. Je höher dieser Vorteil ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die von unseren Gütern sozusagen, dass sie unsere Güter kaufen. Und das ist zum Beispiel was von, brauchen wir ein eigenes Video drüber, das ist von 100 Dingen abhängig. Naja, 100 vielleicht nicht, aber von so Dutzenden. Hier unser größtes Negativ ist fehlendes Interesse in den relevanten Märkten. Das heißt, wir müssten hier ein Interesse wären und müssten dann Brasilien nehmen zum Beispiel. Dann wäre das wieder, wäre das hier höher, beziehungsweise dieses Minus, ihr seht, minus 8,26 wäre dann weg. Hier haben wir minus 8% für Luxusmöbel. Das auch generiert sich auch durch diese minus 12, weil wir in Amerika, in Schweden etc. da keine Interessen haben. Dann haben wir hier verschiedene Importe. Hier minus 32 Kaffee, weil wir keine Interessen in diesen Regionen haben und so weiter und so fort. Und die brauchen Handelsmarine als Ware. Und Handelsmarine wird jetzt durch Häfen produziert. Das, was früher die Konvois waren.
Wir brauchen Clipper und machen Handelsmarine. Ja, und man will natürlich die Handelskapazitäten möglichst hoch haben, weil man dann möglichst viel importieren, exportieren kann. Man will die ganze Geschichte subventionieren, weil wenn mal irgendwo Handelsmarine zu günstig wird, das ist dann halt wie bei Zügen. Wenn die Transportware zu günstig oder zu teuer wird oder zu günstig, je nachdem, dann das Gebäude weniger profitabel, es steigen mehr Leute aus und das ganze Handelsprinzip bricht in sich zusammen. Vorsichtig auszudrücken. Und das ist sozusagen der Handel. Was kann man noch über den Handel sagen? Genau, wir haben ja, wie gesagt, 3 verschiedene Handelsdinge. Wir fangen mit dem einfachsten an. Das ist unser eigener Markt. Oder nein, wir fangen noch weiter unten an. Das sind die einzelnen Regionalmärkte. Märkte. So, Regionalmärkte. Die sind relativ uninteressant. In, was weiß ich, Transdanubien werden Waren produziert und es werden Waren benötigt. Wir brauchen hier zum Beispiel, oder es wird hier produziert, Möbel und wir brauchen dafür diese Waren. Wenn die nicht hier produziert werden, hier haben wir zum Beispiel keine Werkzeugmacher, müssen diese Werkzeuge aus den umliegenden Gegenden importiert werden. Das sind die einzelnen Märkte sozusagen. Dann, Layer darüber, österreichischer Markt. Davon gibt es dann verschiedene, preußischer Markt, österreichischer Markt, bayerischer Markt. Jedes Land hat seinen eigenen Markt. Da kommen alle Waren rein, die wir produzieren und alle Waren rein, die wir von nebenan exportieren. Wenn wir zum Beispiel, welche Waren gibt es denn so? Wir produzieren zum Beispiel kein Stahl. Dann ist hier, wir sehen hier übrigens die einzelnen Märkte der einzelnen Provinzen. Hier ist 82 in Westgalizien, in Transdanubien ist 78,8 teuer, in Böhmen ist 78,5 teuer, etc. Dann sehen wir die Märkte in Preußen zum Beispiel, die bauen schon deutlich besseren Stahl. Das heißt, wenn wir von dem preußischen Markt hierhin, können wir das dann importieren. So, und dann gibt es jetzt den Weltmarkt. Das sind alle Ressourcen, die von den Handelszentren der einzelnen übergeordneten Märkten an den Weltmarkt gepackt werden. Das heißt, wenn wir also verstehe ich es zumindest, korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist, Transdanubien exportiert jetzt Ware. Diese Ware wird auf den Weltmarkt exportiert und kann dort gekauft werden und wird dann sozusagen mit dem Zwischenschritt geht zum Weltmarkt, wird importiert von Sizilien wollte ich schon sagen, Sizilien kauft es auf dem Weltmarkt, wir schieben es auf den Weltmarkt, so importieren die das sozusagen dann von uns. Das ist in ganz Kürze und wahrscheinlich nicht ganz richtig, der Warenhandel. Das Ding ist, wir wollen immer die Sachen auf den Weltmarkt packen. Also so viel wie möglich, damit man bei uns kauft. Das macht unsere Betriebe produktiv, bringt uns mehr Geld, etc. Was wir hier jetzt noch machen können, ist zum Beispiel was exportieren wir gut? Möbel. Wir exportieren gut Möbel. Das heißt, wir können die Maximalzölle auf Export erhöhen. Das heißt, wir kriegen viel Geld dadurch, dass exportiert wird. Unsere Betriebe müssen das Geld bezahlen. Macht die Ware an sich teurer, macht es unattraktiver, unsere Sachen zu kaufen. Wir können das Ganze auch subventionieren. Dann wird es für uns teuer. Wir bezahlen unsere Betriebe dafür, dass sie die Waren auf den Weltmarkt schleudern. Macht es dafür dann günstiger, die Ware für die anderen Länder unsere Ware zu kaufen. Das führt dann dazu, dass unsere Betriebe viel produzieren können. Ist halt gut, wenn man zum Beispiel einen Handelskrieg machen will mit verschiedener Ware. Was weiß ich, wenn wir jetzt überall Möbel verschleudern wollen und alle unsere Möbel kaufen sollen, dann müssen wir unseren Export halt subventionieren. Mit allen möglichen irgendwelche Verträge abschließen und dann kaufen alle am ehesten unsere Möbel. Wir machen einfach eigentlich keine Zölle, würde ich sagen, grundsätzlich. Haben wir leichte Importzölle. Ihr könnt gerne Dünger importieren. Kohle wollen wir selber machen. Tee könnt ihr gerne importieren. Kaffee, Schwefel, Artillerie. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier alles so ist, wie es ist. Hier ist der Weltmarkt. Wir sehen übrigens Krupp-Kanonen. Die werden von der Firma Krupp überraschenderweise hergestellt. Das ist eine Kompanie, so wie wir sie gegründet haben, von Preußen.
Auf dem Weltmarkt ist der Preis sehr hoch. Oder nehmen wir besser ein anderes Beispiel. Nehmen wir wieder die Möbel. So, der Weltmarktpreis von Möbeln ist 36 Dukaten. Wir machen 30 Dukaten, das heißt, wir haben schon ein, oder Gold, Geld, das hier, Dollar, was auch immer, Pfund wahrscheinlich, ne? Ja. Victoria, englische Zeit, wird wahrscheinlich Pfund sein. Das heißt, wir exportieren an den Weltmarkt mit einem Gewinn von 6,2 Pfund. Punkt. So, und meinetwegen die Niederlande, bei denen kosten die 52 Pfund, das heißt, sie importieren hier mit einem größeren Gewinn. So einfach ist das. Warum ist es bei uns noch so teuer? Weil bei uns wir haben hier 5er Möbelfabriken, die sind halt nicht super günstig. Also die produzieren nicht super günstig. Wir können zum Beispiel die Luxusmöbel rausnehmen. Weil bei uns Hardwood und so doch noch einigermaßen teuer ist. Das können wir aber auch überarbeiten. Wir können zum Beispiel mehr Hardwood machen. Das würde die Sachen zwar sehr günstig machen, dann würde das richtige Holz aber teuer werden. Oder wir brauchen einfach mehr Holz. Das habe ich hier schon komplett ausgebaut. Da, wo auch unsere Möbel stehen sollen. Oder jetzt auch stehen. Oder die nächste Option wäre einfach mehr Möbelfabriken bauen. Das können wir auch mal machen. Wir bauen hier einfach nochmal Möbelfabriken hin und lassen das dann so langsam nebenbei laufen. So, was ist noch spannend? Wir können, ich muss auch wieder Pause machen, Verträge aufsetzen. Wir nehmen jetzt hier mal Sizilien. Was wollen wir von Sizilien? Wir wollen bei so Sizilien Investitionsrechte, das heißt, wir dürfen bei denen Gebäude bauen. Dann möchten wir gerne von ihnen. Warum ist das nicht verfügbar? Warte. Organisierung, ne, Kompaniemonopol. Okay. Achso, wir haben ja schon einen Vertrag mit denen. Den Verträge kann man auch neu aushandeln. Können wir mal gucken, wenn wir was neu machen wollen. Handelsprivilegien haben wir bereits bei denen. Das ist das ehemalige Trade Agreements. Investitionsrechte wollen wir hier haben. Wir wollen Kompaniemonopol, kann man trotzdem nicht bauen. Nehmen wir Investitionsrechte. Wir nehmen mal vielleicht einfach ein Land, bei dem wir noch keine Verhandlung haben. Ja gut, dann nehmen wir mal den Kirchenstaat. Wir wollen Handelsprivilegien. Wir wollen Investitionsrechte. Und wir wollen gerne Kompaniemonopol. Ja, wir handeln jetzt mal mit denen und nehmen noch einen Machtblock-Botschaft rein. Müssen wir Investitionsrechte nehmen? Das ist jetzt gerade irgendwie auch nicht so, dass hier so komisch funktioniert. Wir können von denen Ware kaufen. Schick mal den Vertrag. Vertrag ist angenommen. Den Vertrag jetzt neu aushandeln und... Ne, geht immer noch nicht. Habe ich meinen Kompanien nicht die Monopolrechte gegeben? So. Okay, wir sind zurück. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade einfach mal neu geladen, dann funktioniert es. Wer weiß schon, woran es liegt. Aber hier können wir jetzt Kompaniemonopole erstellen. Zum Beispiel von unseren Gebrüder Tonnet. Die sollen bitte Möbelfabriken haben. Wichtig ist, Investitionsrechte muss man haben. Wir brauchen denen eigentlich keine geben. Dann können die auch das ganze Holz haben. Und unsere Textilfabriken können die Tücher haben. Und unsere Textilfabriken können die Baumwolle haben.
komm, wenn die noch was über haben, dann auch die Handelszentren. Hier muss am Ende ungefähr die 30 stehen. Dann nehmen sie es auf jeden Fall an. Ansonsten ist es so ein bisschen schwierig. Also dann kommt es halt drauf an. Was haben wir hier? Egal. So, und jetzt haben unsere Kompanien haben noch keine regionalen HQs aufgebaut, weil natürlich die gerade noch dabei sind, ihre Produktion zu machen etc. Wir können derweil mal vielleicht ein bisschen aus den Schulden rausgehen. Nö. Wir will schon Schulden machen. Genau, wir bauen hier gerade noch weiter. Möbelfabriken. Wir können auch dann noch Tuchfabriken bauen in wo auch immer. Wo ist die Kompanie? Politprovi ist eigentlich gerade egal. Verträge, Armeen egal. In Venetien, wer hätte es gedacht? Ich kann da nochmal 5 Stück von bauen. Und Landwirtschaft bauen wir da auch nochmal. So, die können da gar nicht rein. Ja, dann bauen wir die woanders hin. Genau, und jetzt haben wir hier einen Investitionspool, der steigt und steigt. Wir haben auch relativ hohe unrealisierte Steuern. Da müssen wir auch nochmal was gegen machen. Aber langsam wächst und gedeiht alles. Verleumderische Artikel unterdrücken wir. Wankelmütige Menge. Mir gut eigentlich. So, und die werden jetzt peu à peu immer wohlständiger. Die ist abhängig von der Produktivität. Das ist natürlich ein bisschen weniger produktiv, weil wir neue Fabriken hier hinbauen und da müssen natürlich dann erst die Leute rein. Was wir in dem Sinne auch nochmal machen können, wir haben hier die Heilige Allianz zwischen uns und Russland. Vielleicht ist Russland ja gewillt. Handelsprivilegien, nicht Investitionsrechte. Handelsprivilegien, wir würden euch auch militärischen, keine Ahnung, was geben wir euch? Ja, Hilfe würden wir euch geben. Dann können wir nämlich handeln und dann würden wir gerne Holz von euch nehmen, wenn es beliebt, so viel wie geht. Und dann würden wir Getreide nehmen, so viel wie geht. Nicht so viel, aber Hartholz können wir noch ein bisschen was nehmen. Den können wir gerade allerdings nicht annehmen, weil... Weiß ich gerade auch nicht. Irgendwas ist hier noch ein bisschen buggy, glaube ich. Kein guter Patch ohne First Day Hotfixes, nehme ich an. Ware und Hartholz. Und wenn du hast, wenn wir auch Seide nehmen, was denn nicht? Luxusmöbel machen wir selber. Ja gut, dann Attacke. Dann werden unsere Industriellen noch glücklicher. Jetzt haben wir noch günstigeres Holz. Warum? Weil wir Holz noch importieren. Hier ist der Markt. Das sind die 192 Holz durch Vertrag der Heiligen Allianz. Die Verträge kann man auch selber benennen. Kann man da bestimmt ein paar nette Namen ausdenken. So, wie ging das hier noch? Filter, privat. Und wir sehen, unsere Kompanie baut in Kampulien, baut in Umbrien. Die kauft jetzt gerade alles Mögliche ein. Wir wollen Stahlimporte, ja, das kann ich sogar verstehen. Uns gleich drum kümmern. Haben wir denn hier mit dem Kirchenstaat auch schon so einen lustigen Vertrag? Im Kirchenstaat überhaupt irgendwelche Verträge?
Warenübereignung, Handelsprivilegien. Wir haben da so ein paar Verträge, aber hier können wir das Kompaniemonopol wieder nicht machen. Obwohl wir doch Investitionsrechte haben, ne? Ja, haben wir eigentlich. Unserer Seite können wir das Kompaniemonopol machen, obwohl die keine... Oder die Investitionsrechte falsch rum. Beiden Seiten Investitionsrechte. Okay. Optimum Kienstein in Österreich zu bauen. Ich glaube, das ist eine Art Fehler, sage ich jetzt mal. Investitionsrecht. Handelsbewegung will ich euch auch geben. Und wenn ich euch jetzt Investitionsrechte gebe, dann wird dieser Vertrag auf 25 Jahre abgeschlossen. Ah, wir haben aus Versehen ein Achievement gekriegt. Ein Treaty mit 10 Dinger, das ist wohl der hier. Ein Treaty mit 10 einzelnen ja, wie heißen die Dinger denn in Verträgen? Einzelnen Statuten? So, und jetzt werden sie das schon nicht mehr unbedingt annehmen. Wenn wir jetzt noch die Militärhilfe geben und sagen wir mal, wir geben euch, was weiß ich, was wollt ihr denn haben? Schenken euch Luxuskleider. Okay. Muss also tatsächlich... Nee. Okay, scheinbar geht das nicht. Vielleicht haben die keine Baumwolle. Das könnte auch noch sein. Was haben wir hier noch? Die Verona-Erklärung mit Belgien. Guck mal an, Belgien. Wie wäre es denn? Investitionsrechte? Ne, noch nicht. Kontroverse Freunde. Wem können wir denn noch handeln? Mit Schweden. Schweden, mein Freund. Wie wäre es denn, wenn wir Handelsprivilegien austauschen und Investitionsrechte? Dafür garantiere ich deine Unabhängigkeit. Und würde dir noch ein paar Waren überlassen. Möbel. Kann man hier mal gucken. Min-maxen. Bitte mehr und mehr. Weltmarkthandelsverbot, weiß ich nicht. Zollfreiheit. Zollfreiheit auf irgendwas. Zum Beispiel auf Holz. Und auf Fisch. Jetzt könnt ihr es machen, aber unten geht's nicht. Warum könnt ihr den nicht annehmen? Weil wir keine 200 Einfluss haben. Guck an. Dann würde ich kurz mal hier irgendwo. Hier seht übrigens, hier gibt es Suzerain Action. Die gab es vorher noch nicht. Muss man dann mal mühselig raussuchen. Ja, jetzt muss ich den ganzen Vertrag neu machen. Nein, muss ich nicht. Ach, wie schön. Ja, das ist in Ordnung. Dann machen wir das mal so. Jupp, weiß ja wohl. Und jetzt kann ich hier
kein Kompaniemonopol machen. Könnte aber Schweden ein Monopol geben. Kompaniemonopol. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt gemacht? Nö, ne? Nö. Ja. Das sind auf jeden Fall die, ich weiß gar nicht, was hier gerade so nebenbei passiert. Das auf jeden Fall sind so die Neuerungen. Man könnte jetzt auch, das sind die friedlichen Neuerungen. Man kann jetzt auch zum Beispiel, als Beispiel, Investitionsrechte per Krieg verhandeln. Wir machen das jetzt mal kurz zum Beispiel. Und dann können wir nämlich Vertragsartikel durchsetzen. Handelsprivilegien, ja, das meinte ich aber nicht, sondern eigentlich auch hier Monopole. Da weiß ich gerade nicht, woran es hapert. Eigentlich könnte man jetzt auch hier seine Monopole gewaltsam hinzufügen, aber irgendwie geht das gerade nicht. Naja. Diesen Krieg werden wir auf jeden Fall nicht gewinnen, deswegen lassen wir es dabei. Das ist jedenfalls meine ersten Gedanken zum Patch. Wenn das dann alles funktionieren würde, würde das auch sehr spaßig sein. Ich empfehle da gerne noch das eine oder andere Video, zum Beispiel One Proud Bavarian hat da ein sehr gutes Video zu gemacht. Vielleicht, das klingt ziemlich dumm, muss man das auf Englisch stellen, damit es geht? Ich weiß es nicht genau, aber naja, von der Idee her, hier können wir nochmal kurz drauf eingehen. Wir sehen hier den Importpreis, wir sehen den Ortspreis, das heißt, es lohnt sich für uns hier Zucker zu importieren, denn der ist fast 10% günstiger. Das ist der Relativvorteil? Nein, das ist nur ein Relativvorteil, das, was ich vorher gesagt habe. Und es macht Sinn zu exportieren. Zum Beispiel hier sind die Möbel 30 teuer. Okay, das versteht doch nicht. Macht eigentlich wenig Sinn, wenn der Ortspreis höher ist. Achso, okay, der Ortspreis ist hier der Exportpreis. Ja, okay, man muss andersrum denken. Hier ist der Ortspreis 28 und der 28,7 und das wird, und der Weltmarktpreis sozusagen wird 38 sein. So wird dann sinnvoll für uns, die Möbel hier zu exportieren, beziehungsweise von den anderen zu importieren. Genau. Das, ich gucke es mir alles nochmal ein bisschen genauer an, aber man darf halt nicht vergessen, Victoria 3 ist auch wirklich komplex und es wird immer komplexer. Es ist wirklich eine gute Wirtschaftssimulation. Jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen akzeptablen ersten Einblick bekommen. Können da gerne in den Kommentaren nochmal drüber sprechen. Ich kann auch gerne noch auf weitere Dinge näher eingehen. So wie ihr es wollt. Ansonsten werden wir eine Runde spielen und während des Spielens vielleicht das ein oder andere noch besser zusammen rausfinden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schaut gerne rein, lasst ein Abo da und ciao.